durchaus denkbar, begann Olo am Abend und scheinbar außer jedem Zusammenhang, dass du eigentlich aus der Pengser Ebene stammst. Das bestritt Jegusa. In der Zeit des Vierten herrschte nämlich in Molussien eine kaum zu sättigende Nachfrage nach Wolle. Man brauchte also Schafweiden, aber die hatte man nicht. Jegusa sah keinen Zusammenhang zwischen seinem Geburtsort und der Nachfrage nach Wolle und der Zeit des Vierten. Da beriefen sich plötzlich die Magnaten, die formell zwar auf dem Lande residierten, in Wirklichkeit aber in ihren molussischen und Pengser Villen wohnten, auf einen alten Paragraphen, der bewies, dass die Leibeigenen, die seit Jahrhunderten die Pengser Ebene bevölkert und Mais und Gemüse auf magnatischem Boden für die Magnaten gebaut hatten, ein reguläres Wohnrecht eigentlich nie besessen hatten und letztlich die ganze Zeit über dort nur geduldet gewesen waren. Auf diesen Paragraphen beriefen sich also die Magnaten. Wolle war rentabler als Mais und ernannten die Pengser Ebene zur Schafweide. Ernannten? Wie sieht solches Ernennen aus? Sie evakuierten die Dörfer. Zu was ernannten sie die Vertriebenen? Sie befreiten sie zur Entschädigung von der Leibeigenschaft. Und wohin gingen diese Befreiten? Schon damals war Vagabundieren natürlich verboten. Und ihre Züge durch die Ebene waren im Grunde ungesetzlich und strafbar. Viele wurden auch aufgegriffen. Die meisten aber fanden unbehelligt in die Großstädte, nach Pengs und nach Molussienstadt, wo sie die armen Quartiere anfüllten, durch die Bereitschaft zu jedem Preise zu arbeiten die Löhne drückten, die Feindschaft des ansässigen Proletariats erregten und als Weber in den Wollfabriken ihrer Herren von gestern endeten. Nach 10 Jahren waren sie freilich selbst schon so ansässig und verstädtert, dass sie jeden neu dazukommenden beargwöhnten. Ihre Krankheiten, Bedürfnisse und Gewohnheiten verrieten nichts mehr vom Lande. Und ihre Kinder waren so typische Stadtkinder, dass sie schon nicht mehr wussten, ob ihre Eltern aus dem Westen oder aus dem Osten des Landes gekommen waren. Oder überhaupt, dass sie von außerhalb gekommen waren. Denn Pengs und Molussienstadt waren das Sammelbecken aller Landflüchtigen. Jegusa verstand jetzt, weshalb auch er vielleicht aus der Pengser Ebene stammte. Sie galten, fuhr Olo fort, als die typische Hefe der Großstadt. Die Hässlichkeit ihrer aus vielen Dorfidiomen zusammengesetzten Sprache bewies ihre natürliche Pöbelhaftigkeit. Und ihre Armut bewies Unfrische, Grazienlosigkeit, Niedrigkeit, Mangel an Adel und völlige Verständnislosigkeit gegenüber der Natur. So stand es in den Blättern. Aber dann stamme ich ja vielleicht aus allen Ecken Molussiens gleichzeitig, rief Jegusa, aufs Äußerste verblüfft. Bestimmt sogar. Jeder kommt von überall. Ist das so erstaunlich? Jegusa, der sich das niemals überlegt hatte, schien das nicht nur erstaunlich, sondern geradezu widernatürlich. Das habe ich niemals gehört, sagte er, dass ich aus so vielen zusammengesetzt bin und herstamme aus so vielen Gegenden. Wo mag nur meine eigentliche Heimat sein? In Molussienstadt, antwortete Olo trocken, wo du geboren bist. Glaubst du, in den Dörfern wärst du anders geboren worden? Vielleicht direkt aus dem Boden? Als Naturkind? Das nicht. Jegusas Stimme klang kleinlaut. Alle Menschen sind Mischlinge und alle sind Bastarde, sonst stürben sie aus.